Oh. Feinmechaniker-Werkzeug. Ja, wollte ich gerade sagen. Das sah wirklich wieder Uhrmacher aus. Achi, was geht? Bei mir alles gut. Ja, du kannst ja gar mal vom Wein ein. Du bist besoffen oder was? Seitwärtsschritt wurde. Ja, ich habe es auch gesehen. Seitwärtsschritt gibt es auf 3 Promille oder so. Ja, klar. Ausfallschritt. Nee. Du hast dich nicht im Griff heute. Oh, hallo? Ich werde hier gemobbt, ich muss hier weg. Ich war nur ein bisschen müde. Ah, ja. Ja, das war zu der Zeit, als ich tatsächlich morgens immer so erst zwischen 3 und 4 Uhr ins Bett kam. Ist denn heute schon Mittwoch? Ich habe das nicht so gut wie ihr. Morgens um 8 anfangen, um 9 Frühstück, 11:30 schon auf die Mittagspause vorbereiten, 12 Uhr pünktlich im Catering, bis 13 Uhr essen, dann bis 13:30 Uhr noch in der Hängematte unter der Bühne liegen. 14 Uhr wurde der Dienst wieder aufgenommen und 17:30 Uhr wurden schon die ersten Klamotten wieder im Toolcase verstaut. Ja. Ich habe das genau. Und dann war Feierabend. Aber wenn das so ein Traumjob ist, den wir machen, warum machst du das dann nicht? Ich habe ja nie behauptet, dass das ein Traumjob Oh ja, ist. das hast du gerade gesagt. Du erzählst jetzt hier allen Zuschauern, dass wir in so einer Art Paradies gefangen sind. Ja, ist es doch auch. Das ist der Bereich Haupteingang zur Partystage. Hier gab es einen Rohrbruch und deswegen muss hier ordentlich repariert werden. Wo kommt denn das ganze Wasser jetzt her? Von der nassen Ecke beim Haupteingang. Das ist immer noch Sickerwasser? Ja. Aus der Wiese? Ja. Von der Drainage? Richtig. Nach einer Woche? Nach einer Woche. Boah! Auf jeden Fall wissen wir, dass die Drainage funktioniert. Ja. Da wird die Muffe in die Muffe gepufft, oder wie heißt das? So, jetzt kriegt das dicke Rohr noch eine dicke Windel. Habt ihr schon Schwimmwesten rausgegeben? Die werden gerade alle fertig gemacht, ja. Das finde ich sehr gut. Das ist so wie hier im Hintergrund, ne? Also Schlauchboot und los, ne? Hatte Ähnlichkeit mit der Mecklenburger Seenplatte. Ja. 7 Seenfahrt konntest buchen da, ne? Ja, wir haben heute Starkregen gehabt, heute Morgen mit 50 Liter die Stunde auf Quadratmeter. Und jetzt versuchen wir gerade, das alles mit Pumpen, das Oberflächenwasser wegzupumpen, um die Fläche wieder trocken zu bekommen. Da haben wir alles am Start oder geholt, was machbar war. Feuerwehren mit TS-88, um Wasser wegzupumpen. Pumpen angemietet aus Holland und ja, irgendwie, um das hinzukriegen. Aber auch das ging wieder. Heute gibt es Eierschecke für meine Sachsenbande. Da geht's Richtung Wacken. So, Videobeweis, Eierschecke 2012. Flacher Boden. Hast du dir doch gewünscht, nach dem Boden. Oh. Wo gestern noch eine Pfütze war, ist heute alles wunderbar. Wie man ganz deutlich sieht, hat das mit dem Abpumpen des Wassers, das hier auf der Fläche stand, sehr gut funktioniert. Jetzt brauchen wir ein bisschen Wind und ein bisschen Sonne und nach Möglichkeit kein Regen mehr. Dann ist auf jeden Fall schon mal das Infield top. Bullhead City Circus Zelt. Wie kam es eigentlich damals zu der Idee, erstmal dieses Riesenzelt und dann auch außerhalb des normalen Infields, da war ja die Wetstage war ja früher im Infield, gab es dann eine neue Fläche, Campingplatz C wurde ein bisschen aufgelöst. Bullhead City, riesen Doppelbühne, wie kam es dazu? Ist ja von der Optik her so ein bisschen Blueprint vom Infield, also das entwickelst du dann zusammen mit der Produktionscrew und wir wollten das Gelände entzerren. Und dann ergeben sich so Sachen. Hat sich als gute Idee herausgestellt. Ja, fand ich auch. Weil ja auch da am Mittwoch schon immer mittlerweile. Nur gute Ideen. Well, it's good to be back in Wacken. The greatest fucking festival in the world. Das ist natürlich geht runter wie Öl, wenn Musiker das sagt. Ne? Ja. The greatest metal audience in the world. Da hat er natürlich vollkommen recht mit. Also das ist schon das geilste Publikum. Wie war das eigentlich, dass man mit einer Band wie Saxon quasi eine hauseigene Band hatte? Ja, das sind ja einige, wo ich jetzt mal sagen würde, wo ich auch echt Die Hard Fan war. Also sagen wir mal DAD, Motorhead auf jeden Fall, Rose Tattoo, UK Subs, das sind alles Sachen. UK Subs mein erstes Punkkonzert.
DAD sind Holger und ich zu dänischen Festivals gefahren. Rock under the Brøer, irgendwo unter so einer Brücke. Also sind wir riesen Fans auch. Und wenn du dann mit denen reden darfst, mit einigen durfte ich dann arbeiten. Also ich habe ja mit Biff 16 Jahre on the road verbracht und sind der Band auch nach wie vor ja ganz eng verbunden, unterstützen die ja beim Merchandise oder auf der Plattenseite auch immer noch. Das ist natürlich, ja, ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Also ich meine, that's it. Das ist mein Freund Nils. Hallo. Nils hat einen Freund mitgebracht und das ist, muss man nicht erklären, Herr Buck. Zum wievielten Mal hier? Nee, ich kenne eigentlich Wacken in- und auswendig, war aber noch nie da. Komisch, Keine ne? Zeit gehabt. Nee, weil irgendwie kenne ich das von zu Hause. Aus dem Fernsehen oder Zeitung? Nee, von der ganzen Behavior im Dorf und von den, sagen wir mal, Mettlern. Also den hier, die kenne ich auch vom Dorffest. Wir haben nicht ganz so gute Anlagen bei uns. Das aber tut ja der guten Stimmung keinen Abbruch. Nee, überhaupt nicht. Und trinkt man ein Bier mehr, dann klappt das. Ahoi. Steffen! Was ist denn hier los? Land unter. Das war's vom Wacken Open Air 2012. Das Festival wurde optisch ein bisschen aufgehübscht. Wir hatten die großen Wacken-Buchstaben an den Ortsein- und Ausgängen, die neu waren. Der Tower wurde gepimpt, er wurde gebrandet, er wurde gestrichen, mit einem Design versehen. Und das Bullhead City Circus Zelt bekam nicht nur größere Dimensionen, sondern auch eine Doppelbühne. 2013 sollte noch interessanter werden, denn Rammstein hatten sich angekündigt. Was ist hier eine Sauerei? Ja, da will ich nicht recht behalten und die Sonne scheint. Riechen Sie jetzt hier künstlich. Guck dir das an, die Scheiße. Künstlich reden. Ich erkläre dir nichts mehr. Das ist mir zu doof, wenn der das nicht weiß.